Hallo und ich bin Hebamme Svenja und heute möchte ich dir meine Erfahrung und mein Wissen zum Thema erste Anzeichen einer Schwangerschaft mit euch teilen. In dieser Episode werde ich die häufigsten Anzeichen einer Schwangerschaft vorstellen und natürlich Tipps geben. Nun, lass uns loslegen. Nach der Befruchtung kann es einige Tage dauern, bis sich das befruchtete Ei in der Gebärmutter einnistet. In dieser Zeit kann es zu folgenden Anzeichen kommen. Eine Einnistungsblutung. Diese tritt ca. zwischen 15% und 30% in der Frühschwangerschaften auf. Auch das heißt, wenn du dieses nicht hast, bitte mach dir keine Sorgen, weil es ist eigentlich nur 3 von 10 Frauen haben das. Du kannst leichte Krämpfe oder auch Ziehen im Unterleib haben. Veränderung des Zervixschleims ist auch nicht so ungewöhnlich. Und natürlich gibt es auch einige untypische Symptome einer Schwangerschaft. Weil neben den klassischen Anzeichen gibt es, wie gesagt, auch die untypischen Symptome. Welche könnten diese denn sein? Zum Beispiel Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verstopfung, manchmal auch Heißhunger oder sogar, dass du gar keinen Hunger hast, Stimmungsschwankungen, auch Schnupfen oder eine verstopfte Nase ist nicht so ungewöhnlich und auch der Ausfluss verändert sich. Ein weiteres Anzeichen einer Schwangerschaft kann ein veränderter Ausfluss sein. Während der Schwangerschaft produziert nämlich dein Körper mehr Zervixschleim, um den Gebärmutterhals vor Infektionen zu schützen, was eigentlich sehr logisch klingt. Dies kann dazu führen, dass der Ausfluss in Farbe, Konsistenz und Menge verändert. Natürlich, wenn du das Gefühl hast, dass da etwas nicht stimmt oder dass du andere Symptome dazu hast, zum Beispiel Juck oder Rötlichkeit, natürlich wende dich dann an deinen Arzt. Was ich verstehen kann, ist, dass du so schnell wie möglich wissen möchtest, wann du schwanger bist und du möchtest natürlich so früh wie möglich merken. Was sind dann wirklich die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft? Weil die können kurz nach der Befruchtung schon auftreten. Allerdings sind diese Anzeichen sehr individuell und können von Frau zu Frau unterschiedlich sein. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du deine Freundin fragst, welche Symptome sie hat, dass du nicht per Definition die gleichen Symptome haben musst. Ein Schwangerschaftstest kann frühestens ab der ersten Tag der ausgebliebenen Periode zuverlässig Ergebnis liefern. Ich weiß, man testet auch manchmal viel früher, weil man einfach wissen möchte, ob man schwanger ist, und das wird dann auch gemacht mit einem Schwangerschaftsfrühtest. Aber trotzdem, wenn der negativ ist, kann es trotzdem sein, dass du den Test zu früh durchgeführt hast. Deshalb wiederhole den trotzdem, wenn deine Tage ausbleiben. Wie kannst du denn merken, dass du schwanger bist ohne Test? Es gibt verschiedene Anzeichen, ich habe schon einige vorher genannt, aber ich würde da nochmal weiter drauf eingehen. Und dazu zählen unter anderem Ausbleiben der Periode natürlich, Übelkeit und Erbrechen, Veränderung des Geruch- und Geschmackssinns. Das kann auch wirklich sein, dass du einige Sachen gar nicht mehr sehen oder riechen kannst. Und empfindliche Brüste. Manchmal ist es aber auch schwierig, weil diese Symptome auch für andere Ursachen hindeuten können. Weil diese Symptome sind manchmal auch mit hormonellen Schwankungen, Stress oder wirklich auch der Periode verbunden. Deshalb, wenn du weißt, dass deine Periode nicht kommt, kannst du einen Schwangerschaftstest durchführen. Ich habe natürlich auch noch wirklich 3 Tipps für euch. Höre auf deinen Körper. Wenn du Anzeichen einer Schwangerschaft bei dir merkst, ist es wichtig, auf deinen Körper zu hören und natürlich die Veränderungen zu achten. Jede Frau erlebt eine Schwangerschaft anders. Daher ist es entscheidend, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Tipp Nummer 2. Suche Unterstützung. Solltest du vermutlich schwanger sein, zögere nicht, um deinen Partner, Freunde oder dich an Familie zu wenden. Weil auch natürlich in dieser Zeit kann es sehr emotional sein und diese Freunde oder Partner können dir wirklich zur Seite stehen, um den nächsten Schritt zu planen. Eine Hebamme oder Arzt können ebenfalls wertvolle Unterstützung bieten. Tipp Nummer 3. Bleibe gelassen. Viel einfacher gesagt denn getan, aber
Eine Schwangerschaft ist eine emotionale und aufregende Zeit. Es ist normal, Ängste und Sorgen zu haben. Aber was wirklich wichtig ist, genieße diese besondere Zeit und freue dich auf das neue Leben, das in dir heranwächst. Abschließend möchte ich wirklich noch einmal betonen, dass Anzeichen einer Schwangerschaft sehr individuell sind und wirklich von Frau zu Frau variieren. Ich weiß, man möchte einfach alles wissen und googelt alles, sucht alles auf, welche Schwangerschaftssymptome man haben kann. Man fragt sogar Freunde, was die haben, aber weiß einfach, wenn die einige Symptome hatten, muss das nicht per Definition heißen, dass du die auch hast. Wenn du den Verdacht hast, schwanger zu sein, mach dann einen Schwangerschaftstest beim Ausbleiben der Periode. Ich hoffe, diese Episode könnte dir einige Fragen beantworten und natürlich dir einen Überblick über die möglichen Anzeichen einer Schwangerschaft geben. Als deine Hebamme stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung, um dich auf deinen Weg zu begleiten und dich natürlich so best wie möglich zu unterstützen. Liebe Grüße und bis zur nächsten Episode, Svenja.